Silvester, Jahresanfang, Party, da schmeißt man doch immer so Konfetti auch mit durch die Gegend. Naja gut, ich glaube diesmal lasse ich das dann doch lieber und erspare mir das Ganze. Aber auf jeden Fall willkommen hier zu einem neuen Video im neuen Jahr. Tatsächlich jetzt auch schon mal im neuen Jahr aufgenommen. Das letzte am 2. Januar war dann doch schon vorproduziert bzw. noch im Dezember aufgenommen. Aber genau darum soll es gehen. Ein Rückblick auf 2016 und eine kleine Vorschau auf 2017. Was so kommt, was ich mir vorgenommen habe, das Ganze gibt's gleich nach dem Intro. Damit dann hallo und guten Abend YouTube zu diesem neuen Video im neuen Jahr und wir verlieren auch gar keine Zeit, sondern steigen direkt mal an mit einem Rückblick auf 2016. Denn da habe ich mir am Anfang so eine kleine Challenge gestellt, so eine Aufgabe fürs kommende Jahr, einfach mal tatsächlich jeden Tag ein Bild zu machen. Das klingt vielleicht im ersten Moment ein wenig banal, aber wenn man tatsächlich den Anspruch hat, dass nicht jedes Bild ein Selfie ist oder ein Foto vom Essen, dann ist das doch schon relativ schwierig, weil da gibt es Tage, wo man schlichtweg vergisst, Bilder zu machen, einfach nicht in der Stimmung ist oder es passiert eben einfach nichts und es ist halt ein ganz normaler Tag. Und deswegen ist es doch schon relativ herausfordernd. So wirklich öffentlich gemacht habe ich die Challenge eigentlich gar nicht, ja, weder auf YouTube hier als Video noch als Blogartikel und trotzdem sind die Bilder erreichbar auf meinem Fotoblog fotos.fixe.me. Ja, findet ihr natürlich alles im Blogartikel mit verlinkt. Letztendlich habe ich 357 von 366 Bildern geschafft. Ist zwar nicht ganz das Ziel erreicht, aber trotzdem schon eine beachtliche Leistung. Unter anderem auch, weil alle Bilder wirklich ja nur mit dem Handy geschossen werden sollten. Und letztendlich, da sind auch einige schöne Bilder durchaus mit dabei. Ein bisschen später im Jahr habe ich es dann tatsächlich geschafft, mal alle Prüfungen für den Bachelor abzulegen. Yay! Und dann letztendlich auch im Sommer dann meine Bachelorarbeit endlich abzuschließen und auch ja, relativ gut zu bestehen. Ein Video dazu gibt es entsprechend da oben in der Ecke, habt ihr ja schon sicherlich mitgesehen. Und nur wenige Wochen später habe ich dann relativ spontan ein Review zum Amazon Echo gemacht. Das ging dann auch irgendwie so halbwegs viral für meine Verhältnisse. Man hat mir dann doch nochmal so irgendwie 100 Abonnenten ungefähr ja, mit auf meinen Kanal neu hinzugebracht. Und das hat mich dann über die 1000 Abonnenten befördert. Und somit war dann das Ziel, was ich mir Anfang letzten Jahres für diese kleine Daumendoll gesetzt habe, auch erfüllt. Auch dazu habe ich ein Video entsprechend da oben mal verlinkt. Auch ansonsten war es auf YouTube eigentlich ein relativ gutes Jahr. Ja. Einerseits 130.000 Videoaufrufe, was für mich schon einen Kanalrekord tatsächlich wieder darstellt. Genauso wie auch die 380.000 Wiedergabeminuten. Mit beiden Werten kann ich eigentlich super zufrieden sein für meine Kanalgröße. Womit ich nicht zufrieden bin, ist dann die Produktivität, weil die war zeitweise dann doch irgendwie schon arg im Keller, wo dann wochenlang tatsächlich irgendwie gar nichts wirklich los war, auch keine Motivation. Gut, da waren noch irgendwie so Prüfungen für Studium und eine Bachelorarbeit, die geschrieben werden wollte. Aber naja, man hätte trotzdem vielleicht irgendwie was Kleines machen können. Aber letztendlich, mein Grundsatz ist ja, es muss mir Spaß machen, ich muss Zeit haben und ich brauche auch irgendwelche Ideen. Und wenn alles nicht zusammenkommt, naja, dann gibt es halt keine Videos. Wer noch ein paar mehr Statistiken tatsächlich im Detail sehen möchte, auch mit Graphen, alles wunderbar aufbereitet, der findet das auch da oben in der Ecke im Blogartikel und kann da nochmal nachschauen. Wir schauen hier jetzt aber mal auf 2017. Und auch 2017 habe ich mir wieder Challenges vorgenommen. Einerseits möchte ich die Bilder-Challenge vorführen. Da kann man eigentlich schon mal direkt hier das für heute. So, Kamera umdrehen. Und dann, das war ganz gut. Zack, haben wir schon wieder eins für heute. Tag erfüllt. Notizen wieder auf. Und dann geht es ja einmal wieder weiter. Als weitere Challenge habe ich mir dieses Jahr vorgenommen, 365 Meilen zu laufen. Gut, das ist tatsächlich sehr inspiriert von Mark Zuckerberg, das kann man hier so offen zugeben. Aber ihr habt sicherlich auch im New York Vlog gesehen, ich neige dazu, gerne und viel zu essen und naja. Irgendwann muss man dem ganzen Tribut zollen. Ich habe auch gemerkt, dass meine Fitness nicht ganz so da ist, wo sie eigentlich sein sollte. Von daher, laufen gehen wäre schon nicht schlecht. Und ja, ein normaler Vorsatz, den man sich am Jahresanfang vielleicht macht, der ist dann doch relativ schnell wieder vergessen. So dieses übliche, ich mache mehr Sport im nächsten Jahr. Ja, das vergisst man dann auch schnell wieder. Aber wenn man sich ein Ziel tatsächlich setzt, was auch irgendwie zahlenmäßig sehr greifbar ist mit 365 Meilen, also im Schnitt 1 Meile pro Tag, dann ist das Ganze doch schon relativ gut wieder zu erreichen. Und um das Ganze noch ein bisschen mehr zu verstärken, gibt es auch in diesem Jahr wieder eine kleine Daumendoll. Und diese ist dann dieses Mal dafür da, dass ihr aufpasst, dass ich auch genügend laufe und meine 365 Meilen auch erreiche. Naja, die Augen sind ein bisschen kleiner dieses Mal auf dieser Figur, aber ich denke mal, ja, es sollte trotzdem noch irgendwie gehen und das Wichtigste ist ja auch, dass die Figur sehen kann und nicht gut aussieht. Vielleicht noch als minimales Update, wo ich gerade bin mit dieser Jahreschallenge. Ich bin bei 2,2 Meilen, sollte jetzt eigentlich schon bei 6 Meilen sein, ist also vielleicht nicht ganz ideal für den Anfang. Aber letztendlich muss man ja auch sagen, diese Challenge ist ja über das ganze Jahr gestreckt und von daher ist es ja auch schon eingeplant, dass es Tage gibt, an denen man nicht läuft, weil man krank ist, unterwegs ist,
was auch immer. Und dafür muss man dann entsprechend an anderen Tagen mehr laufen. Und ich habe auch schon meine übliche Laufstrecke aus dem letzten Jahr, die wirklich nur so eine Einmeilenrunde ist, tatsächlich schon mal auf 1,1 Meilen erhöht. Also insofern bin ich da auch zuversichtlich, dass das eigentlich relativ problemlos zu erreichen sein wird. Spätestens dann, wenn das Wetter wieder gut ist und nicht mehr so kalt wie jetzt die Tage. Auch für YouTube habe ich mir natürlich Ziel gesetzt, das sind einerseits 150.000 Videoaufrufe in diesem Jahr und gleichzeitig auch 450.000 Wiedergabeminuten. Wenn ich mir meine Zahlen so aus den letzten Tagen angucke, dann ist das eigentlich kein großes Problem, aber letztendlich muss man natürlich trotzdem am Ball bleiben und aktiv bleiben, damit der Kanal auch aktuell bleibt und YouTube ihn nicht irgendwann wieder degradiert. Also ohne Arbeit sind diese Ziele nicht zu erreichen. Wenn ich eine konstante Arbeit vorweisen kann, wie in den letzten Wochen, dann sollte das Ziel eigentlich relativ einfach zu erreichen sein. Wir werden mal schauen, wie es am Ende des Jahres aussieht, ob ich drüber liege, drunter liege oder irgendwo wirklich meilenweit drüber liege. Aber gut, das ist dann doch wohl eher unwahrscheinlich. Dieses konstante Arbeiten am YouTube-Kanal spiegelt sich für mich dann daran wider, dass ich meine Produktivität gegenüber dem letzten Jahr natürlich steigern möchte. Das betrifft YouTube-Videos, Blogartikel, aber auch Twitter. Ich war irgendwie kaum aktiv letztes Jahr auf Twitter. Vielleicht kann man da mal wieder ein bisschen das Ganze hochfahren. Und in einem Umkehrschluss heißt es für mich, dass ich tatsächlich diese wöchentlichen Uploads, die ich jetzt die letzten Wochen schon durchgezogen habe, ich glaube für die letzten knapp 8 Wochen oder so, ja, könnte hinkommen, waren ja jetzt tatsächlich montags dann immer neue Videos verfügbar. Teilweise auch zwischendurch noch welche, die ich dann gar nicht irgendwie in den Abo-Feed mit rausgesendet habe, sondern das waren ja einfach mehr Uploads, die irgendwann für die Suche relevant sein sollen. Und diese wöchentlichen Uploads möchte ich versuchen beizubehalten. Nichtsdestotrotz stehen diese wöchentlichen Uploads immer noch unter meiner Maßgabe, dass mir das Ganze ja auch Spaß machen soll und ich auch irgendwelche Ideen tatsächlich brauche, um Videos zu machen und auch Zeit. Gut, an Ideen soll es nicht mangeln. Da habe ich eine lange Liste, die die Videos eigentlich schon bis in den Frühling hinein sichern würde. Aber kurz vorm Frühling kommt dann tatsächlich auch noch etwas, was den wöchentlichen Uploads durchaus einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Und das sind weitere Prüfungen. Jetzt, erstes Mastersemester, ja, da stehen auch wieder Prüfungen an. Und für die muss ich natürlich vorbereitet werden. Und das ist nicht gerade wenig Arbeit. Insbesondere dann nicht, wenn man sich dann irgendwie noch so vornimmt, das Ganze alles mit Ace abzuschließen. Je nach Umrechnungswebseite ist das alles über 1,3 beziehungsweise alles über 2,3. Also, nee. Also sagen wir mal, ich möchte meine Prüfung allesamt mit einem 1 vor dem Komma abschließen. Und bei der einen oder anderen Vorlesung ist es dann tatsächlich doch schon echt ein Arsch voll Arbeit und nicht unbedingt ganz leicht. Aber ja, ich denke, es lohnt sich dafür mal auf den Hosenboden zu setzen und vernünftig zu lernen und das Studium dann auch in 1,5 Jahren vernünftig abzuschließen. Ja, das ist dann jetzt doch schon wieder einiges, was 2017 so alles ansteht, was ich mir hier vorgenommen habe. Und das beinhaltet jetzt ja noch gar nicht mal so Überraschungen, die das Leben für einen bereithalten kann. Das Jahr ist lang, es kann viel passieren. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie es mit der Zieleverfolgung weitergeht, dann klickt doch da oben noch auf Abonnieren, dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Oder ihr schaut euch 2 ältere Videos an, die es hier unten links und rechts neben mir noch zu sehen gibt. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.